Ausstellungseröffnung im Akademischen Kunstmuseum der Uni Bonn. Es geht um Gemmen. So heißen diese eindrucksvoll winzigen Schmucksteine. 5000 besitzt das Akademische Kunstmuseum, die jetzt von der Bonner Universitätsstiftung übergeben wurden, nach dem Willen der Erben des Sammlers Professor Klaus Müller. Wir haben 80 Objekte ausgewählt mit den Studierenden, die die Sache ja mit vorbereitet haben, mit denen wir den Sonderausstellungsbereich hier mehr als gut gefüllt haben, denke ich. Thematisch sortiert geben die Objekte so einen guten Überblick über die vielen unterschiedlichen Motive. Kaum vorstellbar, dass solch filigranen Steine schon in der Antike gefertigt werden konnten, in präzisester Handarbeit. Sie auszustellen, gar nicht so einfach. Gemmen sind immer Individuen. Es sind ganz individuelle Objekte, da gibt es jede nur einmal. Aber Gemmen haben natürlich auch noch andere Probleme. Sie haben die verschiedensten Formen, die verschiedensten Größen. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien, sind mal durchscheinend und mal nicht. Mal glänzen sie mehr, mal weniger. All das heißt, Sie müssen jedes Stück individuell beleuchten, nicht nur beim Foto, sondern möglichst auch in der Ausstellung. Von der Stange gibt's dafür natürlich nichts. Damit jede Gemme ganz individuell zur Geltung kommt, hat Melanie Schneppel, die Restauratorin des Akademischen Kunstmuseums, genauso einzigartige Schaukästen gebaut. So viel Detailarbeit ist ungewöhnlich. Das ist schon was Besonderes, weil die anders präsentiert werden müssen als Vasen oder andere große Objekte. Hier müssen wir eben dafür sorgen, dass die Objekte sehr individuell ausgeleuchtet werden und auch präsentiert werden. Praktisch alles wird hier selbst angefertigt. Naja, fast. Wenn es jetzt zum Beispiel ums Werkzeug geht, holt man sich aus der Restaurierung oft was aus der Zahntechnik zum Beispiel. Also da gibt es selten Sachen, die direkt für die Restaurierung hergestellt werden. Das wird schon besser, aber das meiste muss man sich dann doch selber bauen oder zusammenstückeln. Beinahe 3 Monate hat Melanie Schneppel an den Schaukästen gebohrt, gesägt und gestrichen. Wenn es für das betrachtende Auge schon gut aussieht, selbst Stunden vor der Ausstellung ist der Restauratorin jedes Detail wichtig. Sieht fertig aus, ja. Ich muss es noch ein bisschen schleifen dann, aber letztendlich ist es durch. Auch wenn ihre Arbeit getan ist, ein wenig nervös ist Melanie Schneppel bei der Ausstellungseröffnung dann doch. Schließlich soll ihre Arbeit ja vor allem den Objekten dienen und bei den Gästen ankommen. Klar, man möchte in einem Museum schon die Objekte ausstellen, aber man ist natürlich auch froh, wenn gesehen wird, was man eigentlich an Arbeit reingesteckt hat und nicht einfach nur gesagt wird, okay, es wurde in die Vitrine gestellt und ja. Fotos unterstützen die Präsentation und auch digital lassen sich die Ausstellungsstücke betrachten. Außerdem zeigt die Ausstellung auch die historischen Werkzeuge, mit denen die filigranen Stücke entstanden sind. In einem Fall haben wir auch mal die ganze Sequenz vom Rohmaterial bis zur fertigen Gemme über mehrere Stationen ausgestellt, sodass man da eben auch den Werdegang einer Gemme sozusagen mitverfolgen kann. Und da wir ja die verschiedensten Aspekte hier ansprechen, wird auch jeder etwas finden, was ihn interessiert, hoffe ich. Wer sich von der großen Kunst auf kleinen Steinchen selbst überzeugen möchte, die Sonderausstellung Eindrucksvoll winzig ist noch bis zum 30.06.2024 im Akademischen Kunstmuseum zu bewundern.